Ich meine, im Discord wurden alle immer for no reason gebannt. Ob das so stimmt, ist auch fraglich. Ja, das ist halt immer die Sache, ne? Das sage ich auch immer. Also ich meine, wenn wirklich andauernd jeden Tag Leute gebannt würden für absolut nichts, weil sie nichts getan haben, I don't know. Also es ist schon schwer zu glauben, dass die Leute immer alle unschuldig sind. Da habe ich auch immer Schwierigkeiten, das so zu glauben. Sicherlich werden ab und zu Leute zu Unrecht gebannt. Kann schon sein. Aber ich gehe doch schon davon aus, dass das Einzelfälle sind. Und jetzt nicht jeder Bann ungerechtfertigt ist. Also ich meine, wenn es wirklich so wäre, dann wäre das Spiel, glaube ich, schon längst nicht mehr da, wo es ist. Ich denke, viele Leute verstoßen einfach tagtäglich gegen zig Regeln. Und wissen wahrscheinlich größtenteils auch gar nicht, dass es gegen die Regeln ist. Bei vielen Sachen sollte man es eigentlich wissen, weil das in keinem Spiel erlaubt ist. Aber gut, sei es drum. Jedenfalls glaube ich, halt viele Leute verstoßen einfach die ganze Zeit gegen Regeln und wissen halt nicht, dass sie es tun. Und trotzdem, selbst wenn sie dann nachforschen oder so, sehen sie immer noch keinen Fehler in ihrem eigenen Verhalten. Was ja dann irgendwie auch so ein bisschen bedenklich ist. Ich würde schon sagen, dass... Also, ich würde es einfach mal schätzen. Ich habe natürlich keine Ahnung und kann das auch unmöglich wissen. Aber ich würde mal schätzen, von 10 Bans sind 9 gerechtfertigt. Würde ich persönlich jetzt einfach mal schätzen. Habe ich für jeden Chart CS, Board oder Standard. Alle meine Charts haben CS Board, 10% Speedset und CS Pad. Also 2 Chars haben, glaube ich, kein 10% Speedset. Das ist, weil ich 15 Chars habe, ich habe so eine komische Anzahl. Aber fast. CS-Board hat jeder. CS-Boards habe ich, glaube ich, sogar mehr als 15. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder es sind genau 5. Nee, CS-Boards müssen sogar 16 haben, genau. CS-Boards müssen 16 sein. CS-Pads sind, glaube ich, 15. Und CS-Pads 15. Und nicht Fluggeräte, CS-Sets mit 10% Speed sind, glaube ich, 13 oder so. Irgendwie so. Also ja, basically. Alle ausgerüstet. Ich hasse es einfach hin und her zu tauschen. Habe ich schon immer gehasst. Weil ich es immer vergesse. Bin halt meistens abgelenkt durch irgendwas. Meistens durch den Stream oder so. Und damit ich dann nicht immer an solche dämlichen Kleinigkeiten denken muss, die halt aber zeitgleich dir den gesamten Run versauen in einem Dungeon oder so. Also halt literally ohne CS-Board oder so irgendwo hinzugehen. Oder ohne CS-Pad. Na gut, wenn du es rechtzeitig merkst, kannst du es immer noch mal rückgängig machen, aber... Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Szenarios, wo es so wichtig wäre, aber wenn es halt einmal passiert, dann ruiniert es dir halt schon mal, keine Ahnung, einen ganzen Run oder einen ganzen Abend oder keine Ahnung. Einfach um vorzubeugen, dass es nicht passiert. Einfach erst jedem Char was geben. Ist natürlich ziemlich verschwenderisch, aber ich sehe es halt so. Als Investment auch irgendwo. Weil ich habe halt viele verschiedene Speedsets dadurch. Die meisten sind leider nicht so gut, zugegebenermaßen. Weil die ersten Speedsets waren eigentlich alle hässlich, die released wurden, leider. Die, wo sie jetzt machen, sind teilweise viel besser und wertvoller. Das hätte man ja damals nicht wissen können. Und ja, auf jeden Fall, theoretisch, wenn es mal irgendjemand haben will, hatte ich jetzt zumindest einmal, dann kann man halt einen fetten Profit machen. Und ansonsten die Funktion ist ja die gleiche, 10% Speed sind 10% Speed, scheißegal wie das Set aussieht. Juckt ja keinen. Und einmal konnte ich schon einen fetten Profit machen. Luraxo, danke für den Follow. Einmal konnte ich schon einen fetten Profit machen mit dem Winter Wizard, hieß das, glaube ich. Dieses blaue Winter Wizard Blue, 10% Speedset. Mit dem konnte ich mal einen fetten Profit machen. Das wollte jemand unbedingt haben und ich habe ihm gesagt, ich verkaufe es nur, wenn er halt overpaid, weil ich wollte es halt nicht verkaufen. Ich habe halt gesagt, ich will es nicht verkaufen. Und er wollte es aber unbedingt haben. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann musst du halt teuer zahlen, so ungefähr. Sonst verkaufe ich es halt nicht. Und das hat er dann aber auch actually gemacht. Und dann, naja, dann habe ich es halt verkauft. Das war eins der wenigen Sets, die ich tatsächlich cool fand. Und auch eins der wenigen tatsächlich seltenen, schrägstrich wertvollen. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anguckt von 10% Speedsets, gut, das ist natürlich so ein Problem mit den Speedsets generell.
Aber die sind ja eigentlich eh viel zu günstig, weil wenn man sich das mal ausrechnet, eine Lucky Box kostet ja 700 F-Coin. Sagen wir jetzt einfach mal aktuell sind 70 Mio auf Borodeng. Und ich meine, müsst ihr jetzt nachschauen, aber 10% Speedset hat er 5%. Und klar, du verlierst nie dein ganzes Geld, weil du kannst ja nicht nichts ziehen. Du ziehst ja im schlimmsten Fall ein 2% Speedset. Aber gut, ein 2% Speedset ist ja im schlimmsten Fall auch wirklich nur so 10 Mio wert. 10 bis 20 oder so sind die, glaube ich, normalerweise. Je nachdem, ob es halbwegs gut aussieht oder nicht. Also egal, auf jeden Fall, du verlierst in der Regel, also im Normalfall verlierst du Geld. Je nachdem, was du ziehst, natürlich mal mehr, mal weniger. Wenn du Glück hast, Break-Even. 6% oder 8% wäre ein bisschen weniger, als du gezahlt hast, ein bisschen mehr, als du kriegen würdest. Oder ein bisschen mehr, als du gezahlt hast, was du kriegen würdest. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein 10% Set siehst, ist halt nur 5% und es kostet dich 70 Mio. Deswegen ist es halt eigentlich absurd, dass ein 10% Speedset nur um die 300 Millionen Penya wert ist im Normalfall, wenn es eben nicht so hammergeil ist oder wenn es nicht so ultra beliebt ist. Weil du würdest ja niemals aus 280 Mio investierten Lucky Boxen, aka 4 Lucky Boxen mit einer 5% Chance, würdest du in der Regel, oder müsste man erwarten, kein 10% Speedset zu ziehen. Und wenn du dann, im Normalfall 2 4% und 2 2% Sets ziehst, oder sagen wir einen 6%, einen 4% und 2 2% Sets ziehst, was so wahrscheinlich der Normalfall wäre von 4 Boxen, hättest du halt zwar keine 280 Mio verloren, aber wahrscheinlich so 180 oder so. Also es ist eigentlich schon crazy, wie günstig die sind. Das heißt eigentlich schon seit sie so günstig sind im Endeffekt. Aber der Grund dafür ist halt, es gibt halt mehr Speedsets als Spieler, denke ich mal, wird der Hauptgrund dafür sein. Es gibt mehr Speedsets, als es Spieler gibt. Deswegen können die auch nicht sehr teuer werden, also im Normalfall, weil es halt mehr Angebot als Nachfrage gibt. So, du hast dich jetzt eingeloggt, oder? Ja. Character erstellt? Yes. Du bist jetzt in Flaris, oder? Ja. Gut. Dann geh mal bitte auf Premium Shop und drück auf Aufladen und dann bitte den Höchstbetrag einmal aufladen. dann jetzt bitte cashen. Was einerseits natürlich an dem Spiel selber liegt, aber im spezifischen Fall von Flive Universe liegt es definitiv auch einfach daran, dass sie einfach 0, gar nicht auf die Anfänger zugehen und sich in 2 Jahren legit nichts geändert hat. Du hast vor 2 Jahren die gleiche scheiß Anfängerbox mit den gleichen beschissenen Items bekommen wie jetzt. Nur war halt der Unterschied, vor 2 Jahren haben wir noch die Pre-Register-Belohnungen bekommen und literally jeder hat sich pre-registered damals, der Wind mitbekommen hat, der wusste, dass Flive Universe released wird. Jeder hat sich pre-registered, hat ein 7 Tage CS-Bet bekommen, 5 zusätzliche Upcut-Stones, 5 zusätzliche Amplis. Wir haben sau viel extra Scheiße bekommen. Wir hatten 10-mal so viele Sachen, wie wenn jetzt einer anfängt. Und klar war das Launch-Hype, aber das war ja eben, das war zum Launch. Hast du mehr Belohnungen gegeben als jetzt, obwohl jetzt ja vollkommen irrelevant ist. Niemanden juckt, ob jetzt ein Anfänger mit 10 Amplis startet oder mit einem CS-Pad 7 Tage. Warum sollte mich das jucken auf Level 150 plus? Ob jetzt ein Anfänger mehr bekommt als ich vor einem Jahr, wo ich mir einen neuen Charakter erstellt habe. Warum sollte mich das interessieren? Also wer darüber mad wird, hat ganz andere Probleme, würde ich sagen. Also was juckt mich das? Ist doch geil, wenn ein Anfänger mehr bekommt und dann wahrscheinlich zu einem aktiven Spieler wird und dann die Community dadurch wächst. Einfach nur absurd, so zu denken. Und außerdem ist ja eh alles seelengebunden. Also ich meine, die Leute können es ja eh nicht traden oder abusen. Und jeder, der sich einen neuen Charakter erstellt, profitiert ja auch davon. Also jeder profitiert ja im Endeffekt davon. Nee, die haben die halt verdient. Wenn du auf Twitch den Stream guckst, sammelst du passiv Punkte. Und für diese Punkte kannst du F-Coin einlösen. Wenn du meinen Stream guckst, auch jetzt, wo ich Genshin spiele, kannst du quasi passiv F-Coin verdienen. Das ist dein passives Einkommen, um endlich finanzielle Freiheit zu erreichen. Jetzt auf Twitch TV/Spielestyler. Erreiche auch du jetzt finanzielle Freiheit. Durch mich. Vollkommen kostenlos. Keine versteckten Gebühren, keine Online-Kurse,
einfach nur finanzieller Erfolg.